Ja, hi, ich bin der Luis und wir sind hier mit dem Candidate Sailing Team und unserer fliegenden Lago und bereiten uns gerade auf die anstehenden Wettkämpfe vor, die im Juni dann Mitte Juni losgehen, damit wir dann voll da sind. Das Boot ist durchaus ein besonderes und am Balatonsee in Ungarn definitiv ein Blickfang. Einige Feinabstimmungen gab es, seitdem wir das letzte Mal dabei gewesen sind. Ist man nun abflugbereit? Wir haben unsere finale Phase bei unserem Flago-Projekt, bei der Feuerlenden Lago. Wir machen das Boot fertig, gehen segeln und heute schaut uns der ORF über die Schulter. Die beiden Hauptakteure rund um dieses Projekt sind Dieter Schneider, der Gründer von Candidate Sailing und passionierter Segler. Er möchte mit seinem Team dazu beitragen, dem Segelsport in Österreich einen höheren Stellenwert zu verleihen. Sowie Hans Spitzauer, Bootsdesigner, der gemeinsamen Idee, der Lago 26 Flügel zu verleihen, die notwendige Dosis Realität gab. Wahnsinnig seriös, der Hansi, hat sogar seine Kappe abgenommen. Das erste Mal war das Boot, genannt Lago 26 Falls, Ende 2018 im Wasser. Damals erschwerte jedoch der fehlende Wind das Fallen oder umgangssprachlich auch Fliegen genannt. Das Boot ist nämlich so konzipiert, dass die beiden zur Seite stehenden Schwerter den Rumpf ab einer gewissen Geschwindigkeit aus dem Wasser heben, wie bei einem Tragflügelboot. Was hat die Mannschaft denn in der Zwischenzeit so getan? Ja, Weihnachten gefeiert und vorher und nachher sind wir segeln gegangen. Also das Entscheidende war, ich glaube, im Herbst, dass wir das Boot einmal sozusagen rausbekommen haben, sagen, dass das Konzept funktioniert. Und jetzt ist eigentlich so, dass wir beginnen, ein bisschen diese Kräfte zu merken, die aufs Boot einwirken. Hin und wieder reißen ein paar Sachen ab, die geändert werden müssten, und an dem arbeiten wir und fangen jetzt eigentlich an, das Boot so zu machen, dass es immer Langstreckenregatta aushält, und da brauchen wir ein paar Stunden. Die Arbeit am Boot ist der Traum für jeden Handwerker. Schließlich gibt es immer etwas zu tun. Ich fixiere den Downfucker vom Foil. Den hat es uns ein bisschen rausgerissen und den verstärken wir jetzt, bevor wir jetzt rausfahren. Die da eben hat zu wenig Spannung. Und deswegen biegt sich unser Mast momentan übertrieben gesagt so. Und wenn ich da jetzt mehr anziehe, wird diese Biegung wieder verringert, was wir eben haben wollen, einen möglichst geraden Mast. Wir haben kein Labor, wo wir Bruchlastttests machen von unserem Material. Wir sind sozusagen die Live-Crash-Test-Dummies. Wir sind, wenn man so will, bei einem Formel-1-Team gleichzeitig die Fahrer, aber auch die Werkstattsleute. Und ja, wir müssen aufs Wasser gehen, wir müssen die Limits suchen. Wir provozieren auch gewisse Brüche, um einfach dann auch zu wissen bei der Regatta, wo ist das Limit. Und wir machen das heute eben noch einmal, weil wir gestern beim Testen bemerkt haben, dass wir einfach viel zu wenig Zug überall im Rig hatten. Und der Mast hat sich deswegen gebogen wie eine ja, im Grunde wie eine Spaghetti eigentlich. Wir haben beim letzten Training den Mast gebrochen, und nicht, das glaube ich nicht daran gelegen, dass ich zum ersten Mal das Boot gesteuert habe in dem Moment, sondern dass ich wie immer irgendwo anziehe. Und da habe ich ein bisschen zu fest angezogen an der Achterstark, und ich glaube, dass wir da eher vom Rig her ein Thema haben. Das haben wir jetzt umgeändert, und ich glaube, jetzt sind wir wieder ganz gut dabei und harren der Dinge, dass wir das Ganze wieder ausprobieren können. Wir sind gestern schon draußen gewesen, hat gut funktioniert, aber es ist immer sozusagen spannend, und vor allem gerade für mich, der das Ganze mitentwickelt hat und auch im ganzen Bauprozess drinnen bist, immer ein bisschen aufregend, wenn das Baby wieder im Wasser ist und da herumglüht, weil das bedeutet mindestens 12 Stunden Arbeit am Tag oder noch mehr, und auch viele Momente, wo man Herzklopfen hat. Ja, ich bin immer aufgeregt, wenn ich auf dieses Boot steige, und es macht mich noch immer nervös, wenn ich Sorge habe, dass irgendwo ein System vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie es soll. Aber ich bin immer wieder beruhigt, wenn ich sehe, dass all die Segler, die mit mir an Bord sind, auch die schwierigen Dinge gut beherrschen. Nach stundenlanger Vorbereitung geht es endlich aufs Wasser. Man möchte präsentieren, woran man seit geraumer Zeit arbeitet. Begleitet wird die Mannschaft von Matthäus Hofer. Unter ständiger Beobachtung will man im Notfall schnell reagieren können.
Trainingseinheit endet für die Mannschaft genauso abrupt wie bewegend. Obwohl die letzten Tage so gut wie makellos liefen, fand man heute eine neue Materialgrenze. Mitte Juni wollte sich das ambitionierte Team bei ihrer ersten Regatta beweisen. Diese scheint nun wieder in die Ferne gerückt zu sein. Ich denke mal, die Mannschaft zeigt halt, dass sie auch in der Krise diese Themen bewerkstelligen kann. So ein Mastbruch ist nicht ohne, ist ja nicht sehr ungefährlich. Also es war durchaus so, dass ich mich gleich nachdem das passiert ist, umgesehen habe, was mit den 2 Trapezfahrern ist, also Konstantin Kobale und dem Stefan Scharnagl. Die sind ja beide über Bord gegangen und Konstantin war doch ein bisschen unter Wasser. Der Stefan hat auch gleich gejammert, dass er sich mit dem Finger ein bisschen verletzt hat, war Gott sei Dank nichts Ernstes und müssen wir die Daumen halten, dass auch weiterhin nicht mehr passiert als das. Ja. Wir sind bei Vollspeed auf der Vorwind. Es ist ein bisschen was explodiert heute. Wir glauben, dass die Starlink, die hat da drinnen eine Brücke, die hält den Mast quasi, also sie stabilisiert den Mast. Diese Brücke scheint gebrochen zu sein, daraufhin ist die Starlink weggeflogen, daraufhin ist uns der Mast um die Ohren geflogen. Prinzipiell hat das Boot extrem viel Potenzial, es macht auch viel Spaß, also es war ziemlich geil, da Vollspeed runterzufallen. Also wir haben heute schon gesehen, dass wir bei, keine Ahnung, 15 Knoten Wind sind wir über 25 Knoten Speed gefahren. Also das ist schon gewaltig. Ich habe auch selbst gemerkt, dass man sehr viel an Geschwindigkeitsinput bekommt und dass es gar nicht so ohne ist, aber es kann funktionieren. Wir müssen halt einfach nur schauen, wie wir Stabilität ins Team hineinbringen und dass die auch ruhig stehen. Mastbruch Nummer 2. Ein bisschen anders als das letzte Mal. Diesmal ist, glaube ich, kein Konstruktionsfehler, sondern ich würde sagen, einfach zu schwaches Material. Ihr fragt euch, wie es weitergeht? Abonniert uns und wir erzählen euch die ganze Geschichte. Abused it, but I know for sure